Hallo und schön, dass du da bist für unsere heutige Besprechung. Wir tauchen heute mal gemeinsam in ein Thema ein, das ja viele Menschen in Deutschland, vielleicht auch dich gerade, ziemlich intensiv beschäftigt. Die Wohnungssuche. Du hast uns dazu ja einiges an Material geschickt, Notizen, Artikel, und wir wollen uns das heute mal ganz in Ruhe ansehen. Ist ja oft ein Prozess, der mit viel Druck und Unsicherheit verbunden ist. Egal, ob man jetzt neu hier ist oder schon länger in Deutschland lebt. Unser Ziel ist es, so die wichtigsten Punkte aus deinen Unterlagen rauszufiltern. Die Hürden realistisch anschauen, aber eben auch, wo es vielleicht Hoffnung gibt, gute Strategien, also was steckt da wirklich drin für dich? Lass uns mal anfangen. Genau. Und ein guter Startpunkt, der in deinen Materialien auch immer wieder vorkommt, ist ja die Frage, warum ist das eigentlich so herausfordernd? Die Antwort liegt oft in so einem grundlegenden Ungleichgewicht. Gerade in den großen Städten, ne? Berlin, München, Hamburg, Köln, die tauchen ja bei dir auch immer auf. Da trifft einfach eine enorm hohe Nachfrage auf ein Angebot, das einfach nicht mithalten kann. Vor allem bei bezahlbarem Wohnraum. Das schafft halt von Anfang an schon diesen Druck im System. Absolut, dieser Druck, der ist ja fast greifbar. Man stellt sich das ja vor, man braucht dringend einen Ort, ein neues Zuhause, so ein Ankerpunkt, vielleicht erster Job, Studienbeginn oder einfach ein Neuanfang. Man braucht diesen Raum, um mal durchzuatmen. Und dann öffnet man die gängigen Online-Portale. Immobilien-Scout24, WG gesucht, Immonet, eBay Kleinanzeigen, die kennt man ja. Die Fotos sehen ja oft auch echt vielversprechend aus. Die Beschreibungen klingen gut. Ja, und dann kommt der Blick auf die Miete. Kaltmiete plus Nebenkosten. Und dann folgt oft so ein Moment des Innehaltens. Genau, diesen Moment beschreibst du ja auch in deinen Notizen. Dieses Wow, ist das wirklich der Preis? Man muss ja ehrlich sein, ne? Die Mieten gerade in den Ballungsräumen, die sind in den letzten Jahren also wirklich enorm gestiegen. Das ist oft die erste, harte Konfrontation mit der Realität, mit dem Markt. Und nicht nur der Preis an sich, sondern auch die Sorge, kann ich mir das überhaupt leisten? Passt das zum Einkommen? Was hier auffällt, ist, dass dieser Preisschock zwar real ist, aber die Wahrnehmung hängt natürlich auch stark von der persönlichen Situation ab. Klar. Jemand, der vielleicht aus einer noch teureren Stadt kommt, der sieht das vielleicht anders als jemand vom Land. Aber deine Unterlagen zeigen schon klar, für die meisten Suchenden in den Metropolen sind die Preise eine signifikante Hürde. Es ist eben nicht nur gefühlt teuer, die Zahlen belegen es ja auch. Und kaum hat man sich so halbwegs vom Preisschild erholt, türmt sich oft schon die nächste Wand auf. Die Bürokratie. Diese Liste der Dokumente, die man braucht, die ist ja lang und wirkt erstmal einschüchternd. Du hast das ja auch aufgelistet, die berühmte Schufa-Auskunft, also Kreditwürdigkeit, dann Einkommensnachweise, meistens Gehaltsabrechnungen, die letzten 3 Monate, Kopie vom Ausweis oder Pass, klar. Und oft eben auch diese Mietschuldenfreiheitsbescheinigung, also Bestätigung vom alten Vermieter, dass keine Schulden offen sind. Das fühlt sich oft an wie so eine erste große Sortierrunde. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Denn hier sieht man ja, wie das System irgendwie ungleiche Startbedingungen schafft. Wenn wir das mal mit dem größeren Bild verbinden, das sich so aus deinen Materialien ergibt, wird's klar. Für Leute, die neu nach Deutschland kommen, ist allein die Schufa oft schon ein Problem. Woher soll die Historie denn kommen? Berufseinsteiger haben vielleicht noch keine 3 Gehaltsabrechnungen. Und für Studierende ohne hohes regelmäßiges Einkommen oder Leute, die gerade Arbeit suchen, für die sind diese Anforderungen oft nur schwer oder manchmal gar nicht zu erfüllen. Das zeigt halt, wie formale Kriterien den Zugang für bestimmte Gruppen systematisch erschweren, auch wenn sie vielleicht zahlen könnten. Gibt es in deinen Unterlagen denn Hinweise auf Alternativen? Bürgschaften oder so? Guter Punkt. Ja, teilweise werden Bürgschaften erwähnt, von Eltern oder anderen, aber es scheint keine Garantie zu sein, hängt wohl stark vom Vermieter ab. Es bleibt also oft eine Hürde. Und selbst wenn man die ganzen Unterlagen zusammen hat, ist ja auch schon ein kleiner Akt, dann kommt die nächste Herausforderung, die Besichtigung.
Das Bild, das deine Notizen da zeichnen, ist ja fast schon ikonisch. Man kommt zum Termin und steht in der Schlange. 20, 30, manchmal über 40 Leute. Alle wollen dieselbe Wohnung. Viele haben schon ihre komplette Mappe dabei. Schön ordentlich. Das hat schon was von einem Casting. Oder einem Wettrennen, ja. Dieses Phänomen, diese Massenbesichtigungen, das ist natürlich ein direktes Symptom dieses überhitzten Marktes. Für Vermieter ist das oft die pragmatischste Methode, um mit der Flut an Anfragen klarzukommen. Auch wenn es für die Suchenden natürlich total entmutigend sein kann. Man fühlt sich halt wie einer von vielen. Austauschbar. Genau das ist das Gefühl. Die Frage ist ja dann nicht mehr nur, gefällt mir die Wohnung, sondern wie wirke ich? Wie steche ich positiv raus? Es geht darum, irgendwie vertrauenswürdig rüberzukommen. Ruhig, freundlich und vor allem zuverlässig. Deine Unterlagen betonen ja auch, wie wichtig es ist, zu signalisieren, ich bin ein guter, unkomplizierter Mieter. Auf mich kann man sich verlassen. Es ist irgendwie eine Performance unter Beobachtung. Und eng damit verbunden ist dann der Umgang mit dem, was leider oft folgt. Die Absage. Dieses standardisierte „Vielen Dank für Ihr Interesse, leider haben wir uns für jemand anderen entschieden." Das trifft einen ja oft härter, als man denkt. Man fragt sich, was war falsch? War ich nicht nett genug? Waren die Unterlagen nicht okay? Aber die Analyse in deinen Papieren ist da eigentlich ganz, wohltuend nüchtern. Meistens ist es nicht persönlich gemeint. Es liegt schlicht an der Masse, an der überwältigenden Anzahl der Bewerber. Die Formel „zu viele Menschen, zu wenig Wohnungen" klingt banal, aber sie erklärt halt viel von der Frustration. Und dieses Verständnis, das kann helfen, die Enttäuschung einzuordnen, damit man nicht bei jeder Absage an sich selbst zweifelt. Ja, das ist ein wichtiger Punkt so für die mentale Bewältigung dieses Marathons. Aber, und das ist ja das Ermutigende, was auch in deinen Recherchen durchkommt, man lernt dazu, man lernt mit der Zeit, man durchschaut die Mechanismen besser, entwickelt eigene Strategien. Einige Punkte tauchen ja immer wieder auf. Extrem schnell auf neue Inserate reagieren, am besten innerhalb von Minuten. Immer freundlich schreiben, höflich, individuell, keine Massenmails. Und so eine prägnante, positive Selbstdarstellung parat haben, die die wichtigsten Infos bündelt. Es geht also darum, Effizienz und Persönlichkeit zu verbinden quasi. Schnell sein, ja, aber nicht unpersönlich werden. Gut vorbereitet, aber trotzdem authentisch bleiben. Das ist so ein Balanceakt, stimmt. Und hier wird's, finde ich, wirklich interessant. Ein Aspekt wird nämlich in deinen Unterlagen besonders hervorgehoben: die Macht des persönlichen Kontakts. Also, wo immer es geht, über die reine Online-Bewerbung hinauszugehen. Vielleicht ergibt sich die Chance, kurz anzurufen, statt nur zu mailen, natürlich ohne aufdringlich zu sein. Oder bei der Besichtigung eben nicht nur stumm durch die Räume zu laufen, sondern ein kurzes, freundliches Gespräch suchen. Eine gezielte Frage stellen, die Interesse zeigt. Dieser persönliche Funke, der kann scheinbar oft den Unterschied machen. Das leuchtet ein. In einem Prozess, der ja durch die vielen Bewerber sehr anonym wirkt, schafft so ein persönlicher Eindruck Vertrauen. Und Differenzierung. Es hilft, aus dieser gesichtslosen Masse herauszutreten, als Mensch wahrgenommen zu werden, nicht nur als Datensatz in der Mappe. Es geht darum, so eine kleine Brücke zu bauen. Die gibt vielleicht genau den Ausschlag, wenn mehrere Bewerber formal gleich gut passen. Zeigen deine Unterlagen auch, ob das bei privaten Vermietern wichtiger ist als bei großen Gesellschaften? Das wird angedeutet, ja. Bei privaten Vermietern scheint die persönliche Sympathie oft eine größere Rolle zu spielen, während bei großen Gesellschaften wohl stärker nach formalen Kriterien entschieden wird. Macht ja auch Sinn. Aber auch da kann ein positiver Eindruck beim Termin oder im Kontakt mit dem Mitarbeiter sicher nicht schaden. Und dann, nach all den Mühen, den Hoffnungen, den Enttäuschungen, kommt vielleicht dieser erlösende Moment, die Zusage. Das Gefühl wird in deinen Notizen sehr plastisch beschrieben. Eine immense Erleichterung, ein Gefühl des Triumphs fast schon. Nicht unbedingt, weil die Wohnung jetzt der absolute Palast ist, sondern weil man weiß, wie steinig und unsicher der Weg war.
Es ist das Gefühl, eine große Hürde genommen zu haben. Ja, ein tiefes Durchatmen nach dieser ganzen Anspannung. Dieser Moment markiert ja oft das Ende einer echt stressigen Phase und den Beginn von was Neuem. Genau. Und mit diesem Beginn kommt dann oft direkt der nächste Lernschritt, der auch in deinen Materialien Thema ist: das deutsche Mietsystem verstehen. Speziell die Kosten. Da gibt's ja die Kaltmiete, das ist die reine Miete für die Räume, ohne irgendwelche Zusatzkosten. Die Basismiete quasi. Richtig. Und darauf kommt dann die Warmmiete. Das ist die Kaltmiete plus die sogenannten Nebenkosten. Und diese Nebenkosten, das ist ja ein Kapitel für sich. Deine Unterlagen listen da so die üblichen Verdächtigen auf: Heizkosten, Wasserkosten, Kosten für Müllabfuhr, oft auch Gebühren für den Hausmeister, Gartenpflege, Treppenhausreinigung, Versicherungen und so weiter. Und wichtig ist hier das System der Vorauszahlungen, das oft Teil der Warmmieter ist. Man zahlt jeden Monat einen geschätzten Betrag für diese Nebenkosten. Und einmal im Jahr, das ist der Punkt, der für Überraschungen sorgen kann, wie du ja auch notiert hast, kommt die Nebenkostenabrechnung. Dann wird halt der tatsächliche Verbrauch mit den Vorauszahlungen verglichen. Hat man mehr verbraucht, weil der Winter kalt war oder man gerne lange duscht, dann gibt's eine Nachzahlung. Und im umgekehrten Fall, wenn man sparsamer war als geschätzt, kriegt man Geld zurück. Eine Erstattung. Exakt. Dieses System der Nebenkostenabrechnung wirkt auf Neulinge oft erstmal, undurchsichtig oder kompliziert. Aber auch hier zeigt deine Recherche, es ist ein Lernprozess. Man entwickelt ein Gefühl für den eigenen Verbrauch, man versteht die Abrechnung mit der Zeit besser. Das wird dann zu einem normalen Teil des Mietverhältnisses in Deutschland. Ist halt ein weiterer Schritt im Prozess des Ankommens und des Verstehens, wie die Dinge hier so laufen. Das ist ein schönes Stichwort: Ankommen. Denn das ist ja das übergeordnete Ziel der ganzen Anstrengungen. Deine Unterlagen beschreiben das sehr, sehr einfühlsam, wie sich die Perspektive mit der Zeit verschiebt. Die anfängliche Komplexität, die Unsicherheit bei der Suche, die Anspannung bei Besichtigungen, all das tritt irgendwann in den Hintergrund. Es stellt sich so eine Normalität ein. Wie es in einer deiner Notizen heißt: alles wird normal, alles wird Routine. Die Miete zahlen wird selbstverständlich, die Mülltonne rausstellen. Man kennt vielleicht die Nachbarn. Der Fokus verschiebt sich dann eben vom Suchen und Kämpfen hin zum Leben, zum Wohnen. Genau das. Und dann, vielleicht an einem ganz normalen Abend, kommt dieser Moment, den du so schön zitiert hast. Man schließt die Wohnungstür hinter sich, atmet durch und denkt: Das hier ist mein Raum, mein Leben, mein Staat. Das ist ja mehr als nur 4 Wände und ein Dach. Es ist das Gefühl, einen eigenen, sicheren Hafen gefunden zu haben. Einen Ort, von dem aus man sein Leben gestalten kann. Ein sehr persönlicher, ruhiger und irgendwie fundamental wichtiger Moment. Ein Gefühl von Kontrolle und Zugehörigkeit, ja? Nach einer Phase, die oft von externen Faktoren und diesem Gefühl des Ausgeliefertseins geprägt war. Absolut. Und weil dieser Weg eben oft steinig ist, wollen wir dir zum Abschluss nochmal die Kernbotschaften mitgeben, die sich so wie ein roter Faden durch deine Materialien ziehen. Hab Geduld. Die Suche kann echt Zeit und Nerven kosten. Bleib freundlich. Ein Lächeln, ein nettes Wort, das kann tatsächlich Türen öffnen. Auch auf dem Wohnungsmarkt, wirklich. Und vor allem, gib nicht auf. Lass dich von Absagen nicht entmutigen. Die Zusicherung, die in deinen Unterlagen mitschwingt, ist klar. Die Wohnung kommt. Vielleicht nicht sofort, aber sie kommt. Ganz sicher. So, was nimmst du jetzt aus dieser gemeinsamen Betrachtung deiner Unterlagen für dich mit? Und vielleicht als allerletzter Gedanke, der an dieses Gefühl von mein Raum, mein Leben, mein Staat anknüpft, den du ja für dich weiterdenken kannst, mal abseits von Miete, Quadratmetern und Bürokratie, welche tiefere Bedeutung hat dieser eigene Raum für dich ganz persönlich? Wenn dieser physische Ort jetzt gefunden ist oder bald gefunden wird, wie übersetzt er sich in ein Gefühl von Sicherheit, von Zugehörigkeit, vielleicht sogar von Identität? Gerade in einem neuen Umfeld oder nach einer Phase des Umbruchs.
Inwiefern ist diese Wohnung nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern vielleicht tatsächlich der Nährboden für deinen ganz persönlichen Start, sei es in Deutschland oder in einem neuen Lebensabschnitt? Das wirft, finde ich, eine ziemlich spannende Frage auf, die weit über die praktische Wohnungssuche hinausgeht. Zum Nachdenken.